Manuel Ostermann ist jetzt bei uns im Studio, der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Morgen, Herr Ostermann. Guten Morgen, Herr Ostermann. Guten Morgen. Ja, wie ist denn Ihr erstes Fazit? Wie viel Migrationswende steckt da wirklich im Koalitionsvertrag? Also ich bin jetzt weder groß euphorisch noch groß pessimistisch. In diesem Papier steht eine ganze Menge Gutes drin, aber natürlich auch viel Interpretationsspielraum. Von ganz entscheidender Bedeutung ist natürlich jetzt, was macht denn der zukünftige Innenminister und auch dann eben der Bundeskanzler eben aus genau den Punkten, die in diesem Koalitionspapier drinstehen. Wir persönlich haben gesagt, dass zumindest die Punkte, die essentiell wichtigen Punkte schon drinstehen. Aber nochmal, es liegt am Ende des Tages auch an der politischen Umsetzung. Und da müssen wir vorsichtig sein. Ich erinnere aber den Herrn Bundeskanzler, den zukünftigen, an seine staatstragenden Worte im Wahlkampf. Ja, Sie haben den künftigen Innenminister angesprochen. Das ist ja sehr interessant. Das wird vermutlich der CSU-Politiker Alexander Dobrindt, der ist natürlich auch im politischen Berlin ein Schwergewicht. Und CSU-Chef Markus Söder hat ja bereits angekündigt, so, die Migrationswende wird jetzt eingeläutet. Wir werden jetzt wieder alles besser machen nach 2015, nach 2016. Aber sind das wirklich nur Versprechen? Soll damit auch vielleicht die Bevölkerung ein bisschen beruhigt werden? Weil es war ja das Topthema im Wahlkampf. Also Fakt ist eins, wir haben eine fundamentale Rhetorik von Friedrich Merz gehabt. Da kann er keinen Meter von abweichen. Daran werden wir ihn auch messen. Fakt 2 ist, durch eben genau diese Themen in den Koalitionspapieren besteht sehr wohl die Möglichkeit, auch alle Menschen an der deutschen Binnengrenze zurückzuweisen. Das kann der Bundesinnenminister dann auch anweisen, weil wir haben nur Rechtsmeinungen und keine Rechtsprechung. Dementsprechend liegt es jetzt tatsächlich am konkreten Handeln. Dieses Papier lässt viel Interpretation offen. Es kann alles gehen oder aber auch gar nichts. Und am Ende des Tages werden Markus Söder, natürlich dann auch der Innenminister und vor allem Friedrich Merz daran gemessen, was sie versprochen haben. Das Papier lässt es zu, jetzt muss es natürlich auch umgesetzt werden. Ich würde es gerne mal konkreter machen, Herr Ostermann. Ja. Also fangen wir mal beispielsweise an dem, was an den Grenzen dann passieren soll. Denn da bleibt es ja bei dem Passus auch schon aus den Sondierungen in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Und sagt Friedrich Merz, ja, ich habe da schon viele Gespräche geführt. Wie schätzen Sie das ein? Also wird das tatsächlich funktionieren dann? Also der erste Punkt ist, und das muss man wissen, wenn wir zurückweisen wollen, sind die Menschen ja noch gar nicht auf deutschem Hoheitsgebiet. Soll also heißen, selbstverständlich können wir das machen. Und in Absprache bedeutet für mich ganz klar, wir haben Rückübernahmeabkommen mit allen Anrainerstaaten, die gelten. Und wenn überhaupt, reden wir dann über die Zurückschiebungen, wenn die Personen also schon auf deutschem Hoheitsgebiet eingereist sind. Das sind zentrale Wahlversprechen gewesen. Daran muss man sie jetzt auch festmachen. Die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei erwarten das auch und wir selbstverständlich auch. Und da darf es kein Zurück geben. Und nochmal, das, was die letzte Bundesregierung gemacht hat, gesagt hat, dass das rechtlich nicht funktioniert, sind nur Rechtsauffassungen. Es hat noch kein deutsches Gericht darüber geurteilt. Und ich erwarte von dem zukünftigen Bundesinnenminister, dass er das, was ein zentrales Wahlversprechen ist, auch und durchsetzt. Und daran werden wir ihn auf jeden Fall erinnern. Und das nicht nur einmal. Wir sprechen jetzt aber nur noch von der Union. Die SPD ist auch Teil dieser Koalition. Und die SPD hat sich ja auch immer quergestellt. Das haben wir ja auch bei den Verhandlungen gemerkt. Und das hat sich gestern auch so ein bisschen angehört. Also ich meine, wenn man zum Beispiel Geld braucht, um die Bundespolizei, um die Sicherheitsbehörden auszubauen, am Ende entscheidet vermutlich Lars Klingbeil. Und damit hat die SPD doch weiter ein Druckmittel, auch um diesen Prozess zu behindern zumindest. Ja, absolut. Da steht vieles Kluges drin, aber alles das, was da drin steht, muss natürlich auch haushalterisch unterlegt werden. Der Bundespolizei fehlen schon 800 Millionen. Wir gehen also mit einem Defizit ins Rennen. Wir sind aus dem Sondervermögen offenkundig ausgeklammert. Das ist ein Skandal nach wie vor. Die neue Bundesregierung muss tunlichst darauf achten, dass die größte Sicherheitsbehörde Deutschlands finanziell so ausgestattet ist, damit wir überhaupt die ganzen Maßnahmen auch und durchsetzen können. Machen die das nicht, dann sind das tatsächlich reine politische Phrasen gewesen. Und am Ende des Tages, und das glaube ich und hoffe ich, weiß die neue Bundesregierung, die in Deutschland lebenden Menschen haben endlich Antworten verdient und vor allem wollen sie Taten sehen. Wenn die jetzt nicht kommen, profitieren die radikalen Ränder. Und eins, und das verspreche ich hier auch der neuen Bundesregierung, wir als Deutsche Polizeigewerkschaft werden tunlichst darauf achten, dass die Kolleginnen und Kollegen auch haushalterisch vernünftig ausgestattet sind. Und das gilt natürlich dann in allererster Linie an den Bundesfinanzminister. Da kann er sich darauf verlassen, dass er von uns hören wird. Noch ganz kurz, Herr Ostermann, zum Thema Abschiebungen. Denn jetzt sagt ja auch Thorsten Frey, der als möglicher Kanzleramtsminister gehandelt wird schon, wir werden auch regelmäßige Abschiebeflüge nach Afghanistan und nach Syrien machen. Das war ja ein Riesenaufwand bisher, das überhaupt durchzuführen. Sie kennen das auch aus der Praxis, wie viel Aufwand das dann auch ist, das durchzusetzen. Wie schauen Sie auf sowas? Das ist eine spannende Frage, weil bei den Dublin-Überstellungen wird es ja zentralisiert auf Bundesebene. Jetzt möchte man dann mit den Ländern in Kooperation enger zusammenarbeiten. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, nur dann zielführend, wenn wir es alles auf Bundeszuständigkeit zentralisieren. Aber der erste Schritt in die richtige Richtung ist gemacht. Auch hier bin ich wenig euphorisch, aber ich glaube schon, dass zumindest
die Richtungsentscheidung da ist. Und jetzt gilt es, wie die Politik es auch tatsächlich umsetzt. Nochmal, die Union hat viel gesprochen, jetzt machen. Ja, das ist die interessante Frage. Und Sie haben nicht allzu viel Zeit, um das Ganze umzusetzen. Manuel Ostermann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Ihnen.